Der kürzlich stattgefundene G20-Gipfel in Indien hat bedeutende Fortschritte in der Kryptowährungsregulierung erzielt. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die globale Regulierung von Kryptowährungen, wobei Indien die Gespräche leitete. Die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder einigten sich auf neue Regulierungsstandards, um den Kryptomarkt effektiver, wie sie sagen, zu kontrollieren und für mehr Transparenz zu sorgen. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Gipfels gehört die Entscheidung für die Umsetzung der CARF, sogenannte CARF, C-A-R-F, Crypto Asset Reporting Framework, eines automatischen Datenaustauschs, der dazu beitragen soll, Steuerhinterziehung durch illegale Nutzung von Crypto-Assets zu verhindern. Das lehnt sich natürlich stark an den Informationsaustausch OECD-CRS an, geht aber noch viel weiter. Denn während ja bei OECD-CRS nur die Kontostände am Ende eines Jahres mehr oder weniger reportet werden, wird hier beim CARF letztlich jede einzelne Transaktion reportet. Wir haben also tatsächlich eine komplette Überwachung aller Kryptotransaktionen mehr oder weniger weltweit. Also ziemlich bedenklich, würde ich sagen. Die Mitgliedstaaten planen bis 2027 mit dem Informationsaustausch über diese Vermögenswerte zu beginnen. In der gemeinsamen Abschlusserklärung der G20-Gipfelteilnehmer wurde betont, dass die rasche Umsetzung der CARF von entscheidender Bedeutung ist, um die Steuerehrlichkeit im Kryptobereich zu verbessern und gleichzeitig die Finanzmarktintegrität zu gewährleisten. CARF ist stark an automatischen Informationsaustausch von Kontodaten, den sogenannten OECD Common Reporting Standard oder kurz CRS angelehnt, den es schon seit 2016 gibt. Wir haben dazu auch eigene Videos gemacht auf unserer Webseite, findest du dazu einige Informationen. Also wenn du noch nicht weißt, was OECD CRS ist, kannst du dich dort informieren. Seit der Veröffentlichung des CRS vor 7 Jahren hat sich die Finanzlandschaft weiterentwickelt, insbesondere durch das rasante Aufkommen von Kryptoassets. Die OECD hat sich also dann den OECD CRS, den Common Reporting Standard, angeschaut und sich gesagt, naja, wir müssen das Ganze jetzt ja mal anpassen. Hier auf die neuen Zeiten, auf die Kryptoassets und auch beim CRS selbst einige Anpassungen machen. Das Ergebnis sind also im Wesentlichen 2 Maßnahmen. Einmal eben das CARF, ein neues Rahmenwerk für den automatischen Informationsaustausch. Das Ziel des CARFs ist weitgehend von CRS inspiriert und besteht darin, alle Transaktionen mit Kryptoassets, totale Überwachung zu erfassen. Anstatt nur gehaltene Vermögenswerte wie im CRS zu melden, Kontostand am Ende des Jahres, geht CARF viel weiter und verlangt also eine Meldung auf Transaktionsebene. Zweitens ist auch der CRS selbst überarbeitet worden. Weitere Dinge sind zugenommen. Da wollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen. Das machen wir in einem separaten Video. Heute geht es um Krypto. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, welche Kryptoprodukte und Akteure sind überhaupt im Geltungsbereich von CARF? Zu den relevanten Kryptoassets im Geltungsbereich des CARF gehören native Kryptowährungen, zum Beispiel gemeinte Kryptowährungen, Fungible Tokens, also Utility Tokens, Stablecoins, Sicherheitstoken und Non-Fungible Tokens. Die von der CARF verwendete Definition stimmt mit der Definition von virtuellen Vermögenswerten der Financial Action Task Force, kurz FATF, in Paris überein. Folglich und aus Gründen der Steuertransparenz fallen die Vermögenswerte, die für Anlage- und Zahlungsdienstleistungen verwendet werden können, in den Geltungsbereich. Die Definition von relevanten Kryptoassets erwähnt die Verwendung kryptografisch gesicherter Distributed Ledger, aber auch ähnlicher Technologien und stellt so die Einbeziehung von Technologien sicher, die in Zukunft erst entstehen können. Wer ist nun vom Reporting betroffen? Wir wissen ja, beim OECD-CRS sind es die Banken, die hier in die Verantwortung genommen werden. CARF spricht von sogenannten Reporting Crypto Asset Service Providers oder CASPs. Es sind alle natürlichen juristischen Personen, die als Unternehmen eine Dienstleistung zur Durchführung einer relevanten Transaktion für oder im Namen von Kunden erbringen oder eine solche Transaktion durchführen. Zum Beispiel Handelsplattform, Exchange und so weiter und so fort. So, welche Anforderungen gelten nun an diese Anbieter von Kryptoasset-Dienstleistungen im Rahmen dieser CARFs? Die Definition von CASPs, also nochmal Crypto Asset Service Provider,
entspricht der Definition von Virtual Asset Service Provider, der FATF. Wie jedes Finanzinstitut und der CRS müssen diese Akteure die Dokumentation im Zusammenhang mit der CRS Due Diligence und Berichterstattung ihrer Kunden sammeln und prüfen. Daher sind die für KAFs geltenden Anforderungen dem von CRS festgelegten Rahmen sehr ähnlich und können wie folgt zusammengefasst werden. Das ist erstens Sammlung von Selbstauskunftsformularen aller Kunden und/oder der natürlichen Personen, die bestimmte Unternehmenskunden kontrollieren. Diese Selbstauskünfte müssen Steuerwohnsitz, relevante Steueridentifikationsnummern und so weiter enthalten. Überprüfung der Angemessenheit dieser Selbstzertifizierung anhand von Informationen, die das KAS für andere Zwecke bereithält. Also zum Beispiel KYC, also Identitätsüberprüfung und so weiter und so fort. Jährliche Meldung der meldepflichtigen Benutzer im XML-Format an die nationalen zuständigen Behörden, sogenannte NCAs, die dann mit anderen Behörden austauschen. Es ist noch nicht vollständig geklärt. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Einhaltung zusätzlicher lokaler Anforderungen in Betracht gezogen wird, die dann möglicherweise länderspezifisch ist. So, was muss jetzt genau gemeldet werden? Aufgrund der Art und Funktionsweise einer Crypto-Asset-Blockchain umfasst die Berichterstattung die meisten Transaktionsarten. Meldepflichtige Ereignisse im Rahmen des KAF umfassen Akquisition und Veräußerung. Das ist ein neues Konzept im Vergleich zum CRS, der sich hauptsächlich auf Veräußerungen von Vermögenspositionen zum Jahresende konzentrierte. KAFs müssen daher 3 Hauptkategorien von Transaktionen melden, die jeweils nach Art des Kryptoassets aggregiert sind, zwischen eingehenden und ausgehenden Transaktionen unterscheiden. Austausch zwischen Kryptoassets gegen Fiat-Währung, erstens. Käufe und Veräußerung. Zweitens, Austausch zwischen einer oder mehreren Formen von Kryptoassets. Krypto zu Krypto, Erwerb und Veräußerung. Drittens, Übertragung von Kryptoassets. Diese dritte Kategorie umfasst Transaktionen ab einem bestimmten Schwellenwert, der noch nicht definiert ist. Alle anderen Akquisitionen, die jetzt oben nicht erwähnt sind, Drops, Forks und so weiter, alle anderen Entsorgungen, die oben nicht erwähnt sind, jegliche Übertragung auf nicht gehostete Wallets. So, da hast du es. Das Ganze soll ab 2027 dann tatsächlich so eingeführt werden. Das haben die G20 bei ihrer Konferenz in Indien im September 2023 letzte Woche entschieden. Du kannst davon ausgehen, dass da noch Maßnahmen getroffen werden, wenn du entsprechend deinem Finanzamt hier davor nicht gemeldet hast, dass du zum Beispiel bestimmte Kryptoeinkünfte hast. So, wie kannst du dich vor dieser Überwachung schützen? Naja, das Einfachste ist natürlich, in einem Land zu wohnen, wo du ohnehin keine Steuern auf solche Erträge bezahlen würdest. Ja, es gibt ja viele Staaten, da sind Auslandseinkünfte steuerfrei. Und wenn du dann hier Kryptoeinkünfte hast, die jetzt über nicht einen nationalen oder lokalen Exchange oder eine andere Plattform abgewickelt werden, dann ist es ja egal, letztlich, dass du hier Kryptos gehandelt hast. Steuerlich hat es keine Implikation. Das Gleiche gilt natürlich auch für CRS. Ich wollte hier nur noch anfügen, dass wir diese Tools nicht unterschätzen dürfen. Wir hatten ja schon mal hier einen Podcast mit einem Strafverteidiger, der insbesondere Mandanten verteidigt, die der Steuerhinterziehung schuldig sind oder zumindest hier beschuldigt werden, Steuerhinterziehung begangen zu haben. Er hat ganz klar gesagt, dass der Informationsaustausch OECD CRS die Nummer 1 Quelle ist, durch die das Finanzamt über Steuerhinterzieher informiert wird. Ja, früher war es vielleicht die eifersüchtige Ex-Ehefrau oder ein gieriger Konkurrent. Heute ist es OECD CRS. Es spricht nichts dagegen, dass es bei den Kryptowährungen genau das Gleiche ist. Also ich würde dir raten, dich vorzubereiten, wenn du hier stark in Kryptos investiert bist und du hast hier Interessen dran und bist möglicherweise nicht 100% compliant mit deiner lokalen Steuergesetzgebung, überleg dir natürlich entweder dann compliant zu werden, ja, musst natürlich dann auch Fragen beantworten können. Ja, also mal angenommen, du hast dann so und so viele Assets und dort wird dann ein Verkauf reported ab 2027. Es wurde aber nie ein Einkauf letztlich hier gemeldet. Dann weiß ja das Finanzamt letztlich, dass du schon davor solche Assets hast. Also ich würde mir sehr genau überlegen, was du genau hier mit Krypto machst, wie du deine
Informationen bisher dem Finanzamt gemeldet hast. Wenn du das Ganze in Zukunft steuerfrei machen willst, dann zieh in ein anderes Land um. Aber lass dich dort durch einen Rechtsanwalt und Steuerberater beraten. Wenn der Umzug für dich ins Ausland dann in Frage kommt, kannst du dich gerne bei uns melden. Ich mache den Link für das Beratungsgespräch hier in die Beschreibung rein. Dann können wir mal eine steuerliche Standortbestimmung machen und sehen, welches Land für dich und deine Kryptoassets besonders gut geeignet ist. Es gibt noch ein paar Jahre Zeit bis 2027, also kein Grund zur Panik, man hat Zeit, das zu organisieren, aber nimm es ernst und schieb es nicht auf die lange Bank. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.